Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem weiten Sibirien. Noch ein Nachrichtenvideo ist auf dem Kanal herausgekommen. Hoffentlich findet ihr ein Interesse dafür. Russland ist ein sehr großes Land und jeden Tag haben wir irgendwelche Neuigkeiten. Und in diesem Video möchte ich euch etwas Interessantes vorstellen. Also, wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Migranten in Russland. In der Staatsduma wurde über Arbeitsmigration diskutiert. Abgeordneter Jaroslav Nilov erklärte, dass Migranten aus Vietnam, Nepal und Bangladesch bei guter Organisation für Russland von Nutzen sein können. Er betonte, dass Bürger aus Vietnam und Nepal auf Einladung in Russland arbeiten dürfen. Im Gegensatz zu Migranten aus visafreien Ländern wie Usbekistan und Tadschikistan. In solchen Fällen tragen die Arbeitgeber eine größere Verantwortung. Gleichzeitig muss der Bedarf an Arbeitskräften sowohl auf regionaler als auch auf föderaler Ebene genehmigt werden. Unterdessen wird das Migrationsrecht in Russland weiter angepasst. Ende August schlug Abgeordneter Dmitri Gusev vor, eine Liste von Berufen zu erstellen, die für Migranten gesperrt sein sollen. Zur Begründung sagte er, dass es um den Schutz der russischen Bürger gehe, da Arbeitgeber in vielen Branchen Migranten wegen ihrer geringeren Ansprüche bevorzugen. Geldstrafen für das Ignorieren von Einberufungsbescheiden. Wehrpflichtige in Russland wurden an ihre Verantwortung erinnert. Wer eine Vorladung zum Militärkommissariat ohne triftigen Grund ignoriert, muss mit einer Geldstrafe zwischen 10.000 und 30.000 Rubel rechnen. Das erklärte der Jurist Ivan Solovjow. Auch in anderen Fällen drohen Strafen. Für das Nichtmelden eines Wohnsitzwechsels können 10.000 bis 20.000 Rubel fällig werden. Wer Russland für mehr als 6 Monate verlässt und den Kommissariat nicht informiert, zahlt 5.000 bis 15.000 Rubel. Veränderungen im Familienstand nicht anzugeben, kostet bis zu 5.000 Rubel. Der Verlust von Wehrdokumenten wird mit 3.000 bis 5.000 Rubel geahndet. Der russische Generalstab betonte zudem, alle Benachrichtigungen, sowohl über elektronische Vorladungen als auch über Einschränkungen oder deren Aufhebung, erscheinen im persönlichen Konto auf dem Portal Gosuslugi. Nach Erhalt hat der Wehrpflichtige 20 Tage Zeit, um beim Militärkommissariat zu erscheinen. Kostenlose Impfungen. In Russland könnte die Liste der kostenlosen Impfungen erweitert werden. Das erklärte Sergei Leonov, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Staatsduma. Neue Impfstoffe sollen demnach in den nationalen Impfkalender aufgenommen werden, sobald sie für den breiten Einsatz bereitstehen. Besonders hervorgehoben wurde dabei ein Präparat gegen die lebensgefährliche Meningokokkeninfektion, das sich derzeit noch in klinischen Tests befindet. Leonov betonte außerdem, dass es noch weitere Infektionen gäbe, gegen die Impfungen in den Impfkalender aufgenommen werden sollten. Bereits zuvor hatte die Abgeordnete Julia Droschina vorgeschlagen, auch die Impfung gegen das humane Papilloma-Virus in den Kalender aufzunehmen. Sie wies darauf hin, dass diese Impfung vor allem für Mädchen im Alter von 11 bis 12 Jahren hochwirksam sei, da sie das Risiko von Krebserkrankungen deutlich senke. Doch auch Erwachsene bis 45 Jahre profitieren, da die Impfung vor neuen HPV-Typen schützt und Rückfälle verhindern kann. Behandlung mit Krebsimpfstoff. In Russland steht der Beginn einer neuartigen Krebsimpfung kurz bevor. Das erklärte Alexander Ginzburg, Leiter des Gamaleya-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie und Akademiemitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Laut Ginsburg wurden bereits Freiwillige ausgewählt und alle notwendigen Unterlagen eingereicht. Wir sind bereit, innerhalb von 1 bis 1,5 Monaten mit der Behandlung zu beginnen, betonte er. Derzeit laufen klinische Studien mit Patienten, die an Melanomen erkrankt sind. Diese Tumorart gilt als besonders immunogen, weshalb die neue Impfung hier die größte Wirksamkeit entfalten dürfte. Todesfälle in Russland durch chronische Krankheiten. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Hauptursachen für Todesfälle in Russland benannt. Laut dem Bericht sind mehr als 80% aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes zurückzuführen. Zu den Risikofaktoren zählen übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen, Bluthochdruck, ein hoher Salzkonsum, ungesunde Ernährung sowie Luftverschmutzung. Zuvor hatte der Arzt und TV-Moderator Alexander Mesnikow betont, dass Bewegungsmangel ebenfalls ein entscheidender Faktor sei. Körperliche Aktivität sei, so Mesnikow, der beste Weg, das Leben zu verlängern. Sein Rat: mehr zu Fuß gehen und lieber Treppen steigen, statt den Aufzug zu nehmen. QR-Code zur Identitätsbestätigung. In Russland wird bald ein neuer Weg zur Identitätsbestätigung eingeführt, per QR-Code. Das teilte das Ministerium für digitale Entwicklung am 22. September mit. Künftig können Bürger einen QR-Code aus dem Dienst Gosdoki in der App Gosuslugi nutzen, gleichwertig zu ihrem Reisepass. Die Verwendung sei freiwillig, betonte das Ministerium. In der ersten Phase soll der QR-Code in Kinos und Museen genutzt werden, etwa für Veranstaltungen mit Altersbeschränkungen. Außerdem beim Kauf von 18+ Produkten in Geschäften. Später soll der Einsatzbereich erweitert werden, unter anderem auf Finanzorganisationen und die Multifunktionszentren für staatliche Dienstleistungen. Bereits am 5. September hatte das Ministerium eine Liste von Diensten veröffentlicht, die auch bei Ausfällen des mobilen Internets verfügbar bleiben sollen, um die Unannehmlichkeiten für Bürger möglichst gering zu halten. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich hat es euch gut gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.